Alles klar. Jetzt können wir so ein Basis-Schadensystem aufsetzen. Hierzu öffnen wir einmal die Enemy Base, den Blueprint, holen uns den Open Full Blueprint Editor. Hier sehen wir so ein eingebautes Damage-System. Bei dem Schadensystem nutzen wir dann diese Basisklassen hier in der Enemy Base und die Funktionen, die uns hier vorgeschlagen sind. Man kann auch Interfaces nutzen, um das Ganze zu realisieren. Wir nutzen diese Pre-Build-Geschichte. Zunächst wollen wir einmal in die Class Settings gehen und unser Interface hinzufügen, das wir in einem der vorhergehenden Kursvideos erstellt haben. int-bp enemy base. Kompilieren und speichern das Ganze. Hier können wir jetzt einfach hingehen und mit Rechtsklick einmal Damage holen. Da gibt es so ein Add Event Game Damage und da das Event Any Damage. Wir können das erstmal als String hier einfach ausgeben, indem wir Print String holen. Und uns den Damage ausgeben, indem wir den einstöpseln. So können wir die Damage Events austesten. Hierzu gehen wir dann einmal in den Player Paladin. Und da haben wir unseren String, den wir ausgeben, wenn wir in der Box, also in der Melee Hitbox, einen Schlag ausführen. Haben wir die Stelle mit dem String hier. Hier wissen wir, dass das funktioniert aktuell. Wir haben bislang nur den Namen von diesem Gegner ausgegeben. Können wir einmal löschen. Hierzu können wir den Aktor nehmen und statt den Namen auszugeben über String, wenn wir hier einfach Damage verursachen. Und zwar Apply Damage. Wenn das Ganze True ist, dann wird Schaden verursacht. Das Ganze müsste dann bei Apply Damage im Grunde dann bei der Enemy Base ankommen und uns dann die Info geben, wie viel Damage, also wie viel Schaden hier verursacht werden in dem String. Lass uns das mal ausprobieren. Wir machen irgendwie so 10 Schaden. Können wir hier einfach bei Base Damage mal eingeben. Dann haben wir hier so ein Event Instigator. Das ist ein Controller Object Referenz. Den haben wir hier unten. Controller Referenz. Wenn wir drüber gehen, dann will er ein Controller Objekt als Referenz. Und dieser Controller, der dann responsible für Damage, also der dann dafür zuständig ist, Damage zu verursachen. Zum Beispiel ein Spieler, der irgendeine Waffe abfeuert. Hier wollen wir unsere Controller-Referenz einmal einstöpseln. Und links holen wir den einfach und in den Event Instigator. Bei dem der den Damage verursacht, also den Schaden, da wollen wir den Paladin, weil wir im Paladin gerade sind. Können wir einfach auf sich selbst referenzieren. Dazu holen wir einfach mit Self get a reference to self. Das ist der Damage Causer, der den Damage verursacht. Damit wird in dieser Blueprint Enemy Base dann bei Damage Causer der Paladin da sein, der das verursacht, den Schaden. Wenn der auf den Paladin Base trifft, auf den Paladin, also Player Paladin trifft, mit der Selbstreferenzierung, die weitergeleitet wird, mit Apply Damage,
Bei der Schadenklasse, also Damage Type, da können wir einfach Damage Type auswählen. Kompilieren und speichern das Ganze. Dann testen wir das einmal in unserem Testlevel. Wenn ich jetzt so einen Wurm attackiere, dann sehen wir oben links, dass er 10 anzeigt. Das heißt, unsere Enemy Base, also die Blueprint von der Enemy Base, kriegt die Informationen rübergereicht und gibt uns dann den String 10 aus. Das kommt dann entsprechend hier an und ja, gibt uns diesen String als 10 wieder, dass 10 Schaden verursacht wurde. Das Ganze kommt vom Server, die Meldung, und stellt so eine Basisfunktionalität dar, wie man so Schaden realisieren kann. Von der Logik her. Da haben wir unsere Box, entsprechend auch über Switch has Authority über den Server gesteuert ist. Und wenn der Actor, der außer Actor ist, entsprechend in der Box ist, über eine Branch Condition wird dann Schaden verteilt an die, die sich in der Box aufhalten und diesen Tag Enemy haben, dass das Ganze hier weitergereicht wird und zunächst erstmal auf der Konsole oder als String ausgegeben wird und weitergereicht ist. Aber das ist ziemlich nice. Dieses Event Any Damage, so die integrierten Funktionen und die NPCs, Computergegner, die laufen in der Regel über Server. Das kommt dann unserem multiplayer-fähigen Spiel zugute. Als nächstes wollen wir ein paar Soundeffekte einfügen. Das wollen wir für den Paladin einfügen. Das heißt, wenn er am Attackieren ist, dass man auch einen Sound hört. Bei den Soundeffekten kann man Ressourcen einfach aus dem Internet verwenden. Eine gute Seite ist opengameart.org. Kann man nach sehr vielen Ressourcen suchen. Und hier suche ich einfach mal nach Schwert, nach Sword und Soundeffekt. Um das Ganze lizenzfrei zu machen, nehmen wir einfach die Creative Commons 0 Lizenz. Das heißt, die kann man nach Belieben einfach nutzen. Da gibt es niemanden, der eine Lizenz weitergibt, die man nutzen muss. Hier könnt ihr euch einfach bedienen und entsprechend einfach das auswählen, was euch gefällt. Hier sind so einfach Wusch, also die heißen meistens so Wusch, also einfach so ein Streichen mit dem Schwert. Hier sind so 20 Schwertgeräusche in dem Paket. Kann man sich dann auch noch eins aussuchen oder zwei, um dann halt dem Kurs weiterfolgen zu können. Ich werde das Ganze hier einmal kurz pausieren, werde die Soundeffekte hier einmal holen, werde die bearbeiten und ihr könnt euch dann auch die Soundeffekte, die ich dann hier verwende in diesem Kurs, auch verwenden, wenn ihr wollt. Die werde ich euch einfach verlinken, sodass ihr auch einfach nur die Assets holen könnt und diese verwenden. Dann müsst ihr euch keine eigenen suchen. Ich wollte euch diese Seite einmal zeigen, dass es hier die Möglichkeit gibt, auch andere Soundeffekte zu holen, als eine weitere Quelle oder Ressource, um Soundeffekte in Spielen zu realisieren. Dann sehen wir uns gleich bei dem Import, nachdem ich das Ganze hier zusammengeschnitten habe. Hierzu werde ich Audacity verwenden. Mit Audacity kann man das ganz einfach dann zusammenschneiden, der Länge, wie man es braucht, und verschiedene Sounds kombinieren. Braucht nämlich auch Hit-Sounds, also wenn der Gegner getroffen wird, da müsste ich einen Schwertsound und einen Hit-Sound kombinieren.
und stelle euch die dann einfach frei zur Verfügung. Achte dabei auf die Creative Commons Null Lizenz, dass da niemand seine Rechte Schaden bekommt. Ihr könnt euch natürlich auch Sounds einkaufen, wenn ihr wollt. Das ist euch überlassen. Ist natürlich schön, dass man andere Creator dann unterstützt, indem man Soundpakete holt oder sonstiges. Für diesen Kurs nutze ich allerdings einmal lizenzfreie Soundeffekte. Ähnlich wie mit den Assets, die wir von Epic Games bekommen, wie die Paragon-Charaktere. Kommen wir jetzt zu den Sounddateien. Könnt ihr euch natürlich runterladen, als Ressourcen und auch verwenden. Oder ihr macht euch eigene. Hierzu gehe ich einmal in den Paladin-Ordner und importiere das Ganze. Gehe dazu einmal unter Import to Game Main Paladin und auf meinem Desktop habe ich da die drei vorbereitet. Das ist dann Sword Whoosh 01 und Sword Hit 1 und 2. Die habe ich dann zusammengeschnitten aus CC0 lizenzfreien Video, also Stücken, Soundstücken. Wir nutzen hier dieses Sword Whoosh. Das wird halt immer, wenn so eine Primärattacke ausgeführt wird, spielen. Unabhängig davon, ob jetzt ein Treffer da ist oder nicht. Hieraus machen wir einmal eine Queue. Einfach rechtsklicken und Create Queue auswählen. So haben wir eine Queue erstellt und können das einfach öffnen und abspielen hier. Wenn wir das Ganze öffnen, was wir hier machen, ist, das noch ein bisschen zu optimieren. Es gibt so ein unter Attenuation, eine Override Attenuation. Das macht das so ein bisschen 3D geschmeidiger, den Sound. Und die Fall-Off-Distanz, die setze ich hier einfach auf 1900. Dann gehen wir zu unserem Content Browser. Und da bei unserem Blueprint Base Charakter, Base Char, dort haben wir unseren Primary Attack und wollen hier bei dem On Notify Begin das Ganze abspielen. Da holen wir uns einfach darüber Place Sound at Location. Kompiliere, speichere das kurz. Dieser Multi-Primary Attack, der ist in unserem BB Base Char und im Grunde kann dann jede Skinned-Element, jede Klasse, die davon erbt, das dann auch nutzen. Also unabhängig, ob das ein Spielercharakter ist oder ein NPC, Spielergegner, KI oder die davon erben, von dem Blueprint-Based Char, die nutzen das dann entsprechend und können dann auch diese Soundeffekte hier nutzen. Hier brauchen wir erstmal Position vom Charakter, also von Actor, das heißt den Spielercharakter. Einfach die Location holen. Mit Get Actor Location. An der Stelle können wir nicht einfach das Asset reinstecken, weil das ist ja bei uns nur für den Paladin gedacht. Das heißt, der Sound vom Paladin, der wird auch nur bei dem Paladin dann auftreten. Wir können da allerdings eine Variable von machen.
Einfach mit Rechtsklick drauf und dann Promote Variable. Das Ganze können wir dann noch kurz umbenennen. Was wie Attack Sound. Müsste dann entsprechend funktionieren. Mit dieser Attack Sound Variable, die dann von dem Elternklasse weitergereicht wird an die Blueprint Kinder Klassen, können wir zum Paladin gehen, uns da die Class Defaults einmal aufrufen hier oben und da sehen wir jetzt den Attack Sound hier rechts. Jetzt können wir einfach unsere Queue holen für diesen Sword Whoosh 01, ihn auswählen, in der Paladin Klasse hier Pfeil zuweisen. Den Attack Sound, den brauchen wir noch in unserer Montage. Kompiliere und speichere das einmal. Hier an der Stelle im Blueprint Base Char haben wir jetzt unsere Attack Sound. Das Ganze wird auf On Notify Begin dann ausgeführt werden und bei Notify End ist das entsprechend auch zu Ende. So von der Logik. Damit das in der Montage funktioniert, brauchen wir dafür auch ein weiteres Element. Hierzu gehe ich in die Player Montage vom Paladin. Und mache mir hier unten einen weiteren Track. Und auf dem anderen Track, da können wir dann einmal uns das anschauen, wann wir den Whoosh Sound spielen wollen. Hier so. Wenn er anfängt zu schlagen. Einmal Rechtsklick drauf drücken. Und dann müsste das sein Montage Notify Window. Also add Notify State. Montage Notify Window. Dann spielt er entsprechend den Sound hier ab. Dann bei MIDI-B. Da darf es da mit MIDI-B anfangen, wo Primary A auch anfängt. Ungefähr so. Add Notify State. Montage Notify Window. Für die dritte Animation hier wird es ungefähr so sein. Add Notify State, Montage Notify Window. Das waren jetzt die Events für die Soundeffekte. Ich speichere das mal. Hier auch einen Speicher. Das Ganze probieren wir einmal aus. Ja. Ja, der macht jetzt Wusch. Noch gibt es kein Event, wo er was trifft. Das nächste ist dann ein Soundeffekt zu spielen, wenn so ein Enemy
Gegner-NPC einen Schlag bekommt. Hierzu nehmen wir einfach die nächsten beiden. Da gibt es diesen Sword Hit, die ihr auch in den Ressourcen finden könnt. Oder holt euch einfach eure eigenen Sounds. Je nachdem, wie ihr es mögt. Hier werden wir auch mit Rechtsklick Sword Hit und dann die Queue erstellen. Create Queue. Das Ganze können wir dann einfach umbenennen noch. Sword Hit Queue. Wir das dann einmal öffnen. Können wir über diesen Content Browser einfach den zweiten Sword Hit rein verschieben. Und beide nutzen hier an der Stelle. Hier werden wir an der Stelle einfach ein Random verwenden. Den finden wir hier auf der rechten Seite, diesen Random. Den ziehen wir uns einmal rüber. Und können das Ganze über ein Zufallsverfahren dann abspielen. Je nachdem, welcher Zufall gerade über den Random triggert, haben wir dann den einen Sword oder das andere Sword Sound Event. Können wir auch noch diese Override Attenuation anmachen. Ist das hier auch auf 1900 speichern, um dann so einen kleinen 3D-Effekt auch zu bekommen. Das Ganze kann man auf verschiedene Art und Weise realisieren. Wir gehen erstmal zum Paladin. Eine Möglichkeit ist, das hier an der Stelle zu machen. Das Ganze über Multicast. Jetzt nutzt man einfach ein Custom Event. Das Ganze lässt sich auch in der Elternklasse machen. Das können wir auch hier einfach in unser Blaupause Blueprint Base Charakter. Die zwei brauche ich aktuell noch nicht. Lass dich von denen einfach nicht stören. Hier machen wir ein Custom Event. Add Custom Event. So ein Multiplay-Hit-Sound nenne ich das hier. Muss Multicast sein. Das Ganze darf ein Sound at Location playen, also spielen, abspielen. Das Ganze, also der Sound und die Location wird dann weitergereicht. Das Ganze wird hier als Custom Event ein Multicast sein. Reliable. Also ihr speichert das einmal. Das war es für den Eltern-Blueprint. Base Chunk. Dann gehen wir einmal über in den Paladin. Der Paladin. Das Ganze können wir später noch erweitern. Aber für diesen Zwischenschritt werden wir dann das erstmal so machen. Wir holen unser Multicast einmal hier raus. Multiplay Hit Sound. Für die Location holen wir uns einfach die vom Paladin. Get Actual Location. Müsste nah genug sein, um den Sound hören zu können. Es ist in dem Fall ein Melee Attack. Der ist, können wir einfach den Paladin holen. Das ist ganz okay so. Wenn wir jetzt einen Range Attack hätten,
Als Beispiel eine Amazonin, die mit einem Bogen schießt. Dann wäre der Weg natürlich hier besser, den Aktor zu holen und uns dort den Paladin, oder ich meine den Range Attack Char da so zu holen, den Aktor über den Weg zu holen. Da wir hier den Paladin haben und der ist ein Nahkämpfer, da wird das auch funktionieren, hier so einfach den zu holen. Ist nah genug an dem Target dran, bei dem Nahkampfangriff. So können wir das hier so belassen. An der Stelle wird der Paladin-Sound einfach gespielt, weil wir das einfach hart setten. Den Fall hier. Das Ganze müsst ihr jetzt spielen. Jedes Mal, wenn wir so einen Wurm treffen. Ich starte das einmal. Wenn wir den nicht treffen, haben wir den alten Sound. Wenn wir den treffen, dann haben wir beide Sounds. Mhm. Alles klar. So, im nächsten Video werden wir uns die Attacke noch ein bisschen zu Rate ziehen, es etwas komplexer gestalten, ein wenig umstrukturieren. Für dieses Video reicht das mit den Attacken hier. Was wir noch testen können, ist, wie der Sound sich anhört, wenn wir dann mehrere Würmer haben. Der trifft mehrere. Hm? Oben links sehen wir halt mehrere String-Ausgaben auf einmal. Mehrere String-Ausgaben auf einmal. Hier können wir das Ganze einfach erweitern, um das einmal auszuführen. Da holen wir also uns so ein Node, das heißt dann do once. Dieses do once sorgt dafür, dass das nur einmal gespielt wird, der Sound. Also ein Hit. Ja, das muss ich nochmal mir anschauen. Das Ganze wollen wir noch resetten. Dann nutzen wir einfach ein Custom Event, Add Custom Event. Und wenn das Reset Melee the Once. Schließen den hier an. Können wir das hier oben entsprechend anwenden. Reset Melee the Once können wir dann ganz am Ende hier einfach ausführen. Das Ganze hilft dann auch, dass der Sound nicht mehrmals gespielt wird, sondern nur einmal, dann wieder resettet wird, wenn er am Ende angelagt ist.
Dafür nutzen wir dieses Do-Once und mit dem Custom Event setzen wir das wieder zurück. An der Stelle über das Reset. Wenn wir jetzt die Attacken ausführen, trifft er mehrere Gegner und führt diesen Sound nur einmal aus. Ihr habt wahrscheinlich nichts gehört, ich habe den Sound nämlich ausgehabt. Jetzt hört man die Soundeffekte. Dass die dann nur einmal ausgeführt werden und nicht dreimal oder mehrmals, je nach Gegner. Ich hatte vorhin einfach den Desktop-Sound aus und konnte das halt nicht richtig hier aufnehmen. So sieht das Ganze hier aus. Drunter haben wir hier dieses Durchlaufen und haben dann unseren Hit-Sound, das dann einmal ausgeführt wird. Und wenn hier oben das Ganze fertig ist und der mit dem Delay fertig ist, geht er dann hin und resettet das Ganze über unser Custom Event. Das Ganze geht dann hin und resettet auch diesen Do-Once. Dieses Do-Once ist dafür da, um es einmal auszuführen. Das ist ein Makro als solches. Wenn man jetzt Doppelklick drauf drückt, dann kann man das einmal öffnen und sieht, dass das ein Makro hier ist, das vordefiniert ist in der Kategorie Standardmakros. So sieht das ganze Makro hier aus, das uns hier geliefert wird von der Basis, also Standardmakros Basis von der Unreal Engine. Hier gibt es noch andere Makros. Das ist jetzt Create and Assign. Hier gibt es noch so ein For Loop, so ein For Each Loop, der hier mitgeliefert wird als Makro. Das war es soweit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Bis bald!